dritten und letzten Rückreisetag aus meinen Kroatienferien. Start in Sterzing, südlich vom Brenner. Ich bin der Willi und erzähle dir, wie es mir an diesem Tag gegangen ist. Der Start war ja schon mal der Hammer, brachtes Wetter und die Prognosen, die sind auch sehr vielversprechend gewesen. Und auf dem Navi, da war eine wunderbare Strecke einprogrammiert gewesen. Also da hätte ja gar nichts schief gehen können. Die Strecke darauf auf den Jaufenpass bei solchem Wetter, fast verkehrsfrei, war natürlich der Hammer gewesen. Auch die Gegend sehr schön gewesen. Und ja, die Strasse, die ist mehrheitlich gute Qualität. Zwischendrin hat es halt ein bisschen Belagschäden, aber ist also alles im Grünen. Und ja, hat keine gewaltigen Rumpler, sind einfach ein bisschen Risse im Deckbelag. Nicht erst auf der Passhöhe hat sich dann herausgestellt, dass ein paar wahrscheinlich deutlich früher aufgestanden sind wie ich. Es war reges Treiben, ein Haufen, die diese wunderbare Aussicht genossen haben. Und ja, es hat auch Gegenverkehr gehabt. Einige TÜV-Fahrer sind unterwegs gewesen. Super Pass, super Strecke, super Gegend. Ich bin weitergefahren, auf der hinteren Seite durchab, Richtung St. Leonhard zu, Richtung Passeiertal zu.
Heisel-Ausgang St. Leonhard, da deutet einem das grosse T, das liegende T schon an, wo das die wahre Strecke durchgeht. Es würde also auch eine andere Strasse südlich gehen, Richtung Meran, aber T, Himmelsjoch, also weiter Richtung nordwärts, das Tal durchhindern. Himmelsjoch ist speziell auf der Südseite eine wahre Freude für solche, die Kurven und enge Strecken gerne haben. Dazu kommt natürlich die wunderbare Landschaft. Der grosse Teil ist bewaldet, oben innen ist es dann felsiger und eine karge Landschaft. Es hat glücklicherweise nicht allzu viel Verkehr gehabt. Haufen Velofahrer haben sich sicher darüber genervt, dass so viele Töfffahrer unterwegs sind, aber wir sind schon gut aneinander vorbeigekommen. Fast zuoberst, da hat es noch ein Tunnel, ein grosses Rechtstunnel, und es ist einfach dunkel wie in einer Kuh. Also speziell, wenn du bei so schönem Wetter von Süden her einfahren tust, da tust du also gut dran, wenn du das nicht allzu forsch machst. Und dazu kommt noch, dass der Belag also nichts Besonderes ist. Also aufgepasst, nicht zu fest am Rand rausfahren. Und die Velofahrer, die kommen also mehrheitlich ohne Beleuchtung dorthin. Die Passhöhe ist etwa 2500 Meter über Meer. Und dann ein Tipp an die Velofahrer, die vielleicht schlecht vorbereitet dorthin kommen.
Es geht dann runter, etwa auf 2000 Meter runter. Und dann aber nochmal rauf bis zur Mautstelle auf etwa 2200 Meter. Also ist es ein bisschen perfid. Man hat den Eindruck gehabt, jetzt ist nur noch durchab. Ja, es geht dann nochmal recht drauf. Und wenn du dann nur ein bisschen Benzin im Blut hast, dann musst du unbedingt das TÜV-Museum anschauen. Es ist wirklich wunderbar zusammengestellt. Es sind Unikate drin, es sind super präsentierte TÜV-Autos, auch Szenerien von Expeditionen. Also wirklich der Eintrittspreis, der lohnt sich allemal. Also da kannst du dich wirklich fast verlieren drin. Die Abstrecke vom Himmelsjoch ins Ötztal runter ist nicht mehr ganz so spektakulär, wie das auf der Südseite, auf der italienischen Seite war. Dafür hat es ein paar klangvolle Skiorte. Es ist das Gebiet Hochgurgl, Sölden, Ötztal als solches ist auch sehr bekannt. Und ja, man hat ein paar Ortsdurchfahrten. Und die Strasse, ja, die geht halt das Tal durchführen. Ausgangs Ötztal kommt man dann ins Tal vom Inn. Ich bin dann weitergefahren Richtung Imst, Landeck und jetzt heisst ja das Inntal Engadin. Und dort bin ich durchgefahren, schon bald an der Schweizer Grenze durch bei Martina und Schkol vorbei und bis Usch bin ich dann an die Flüelenstrasse hergekommen.
Die Flüelastrasse, die ist immer etwas Besonderes. Das Mal mit Superwetter. Das letzte Mal hat es mir leider eingeschneit auf der Passhöhe. Das war nicht so gemütlich gewesen. Aber das Mal bis auf die Baustelle fast zuoberst hat alles gestimmt. Nach dem Flüela hätte ich eigentlich noch gerne ein bisschen Strecke in der Schweiz angehängt. Ich habe vor, den Kerenzer Berg zu fahren, dann das Glarnerland dahinter und über den Klausenpass. Aber die Wettersituation war nicht ganz so gewesen und ja, verregnet bin ich ja in den letzten Tagen schon geworden. Also habe ich dann nicht wissen, ob das Wetter heben würde. Bezüglich verregnet werden gibt es noch einen Fun Fact. Ich bin ja in 5 Ländern gefahren und einzig in der Schweiz bin ich nie verregnet worden. Mit diesen Statistikzahlen, den Ferienfotos und der abschliessenden An- und Abreise-Navigation ist der Bericht über meine Kroatien-Ferien fertig. Ich hoffe, es hat dir Spass gemacht. Mir hat die Reise wunderbar gefallen. Ich bin gerne in diesen Ländern gewesen und es hat auch Orte gegeben, wo ich schauen muss, dass ich nächstens wieder herkomme. Ich hoffe, dass dir auch das Video gefallen hat und ja, vielleicht habe ich dir sogar auch die ein oder andere Ecke, die ein oder andere Strecke zeigen, die du gerne befahren oder sein. Ich wünsche dir eine gute Zeit und vielleicht sehen wir uns ja mal mit dem TÜV und grüßen einander. Ciao!